Die Bremen Classic Motor Show hat eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit dem Museum PS-Speicher in Einbeck. Und die haben nicht nur Autos, sondern auch wunderbare Motorräder. Zum Beispiel hier diese DKW-Rennmaschine oder auch die Suzuki Katana. Das sind natürlich Quantensprünge der Vielfalt und die wird uns Andi Schwitzer erläutern, denn er ist der Spezialist vom PS-Speicher. Und lieber Andi, zuerst müssen wir natürlich, bevor wir auf die moderne Suzuki Katana kommen, über dein Spezialgebiet, möchte ich schon fast sagen, DKW-Rennmotorräder sprechen. Denn das, was wir hier haben, ist ja wiederum eine völlig originalgetreue Maschine, die aber komischerweise eine britische Vergangenheit hat. Richtig. Dieses Motorrad ist 1945, 46 als Kriegsbeute auf die britische Insel gekommen. Es handelt sich um eine DKW SS 250, Supersport 250 von 1938, einen reinrassigen Production Racer, der in der Versuchs- und Sportabteilung von DKW in Schoppau in kleinsten Stückzahlen entstand und nur an Rennfahrer, Nachwuchsrennfahrer abgegeben wurde, die nicht nur 2000 Reichsmark mitbrachten, sondern sich auch im Nachwuchssport entsprechend qualifiziert hatten und für würdig befunden wurden, so ein Motorrad zu bekommen. Aber das war natürlich sicher noch keiner aus England. Das ist ja das Besondere eigentlich, warum die so viele englische Komponenten auch hat. Richtig, dieses Motorrad wurde in England 1946 wieder montiert, wurde zum Teil mit einigen englischen Bauteilen aufgewertet. Handhebel, natürlich Gummiteile, Verschleißteile und besonders dieser wunderschöne Smith Chronometric Drehzahlmesser auf dem Tank. Das Motorrad hatte ab Werk überhaupt keine Instrumente. Reine rassige Rennmaschine, kein Gedanke. Ist sie gerannt worden? War sie mal erfolgreich? Ja, dieses Motorrad hat 1947 den ersten Manx Grand Prix gewonnen. Das ist auf der Isle of Man, dieser berühmten Motorradinsel in der irischen See, war der Manx Grand Prix die kleinere Schwester der Tourist Trophy. Die Tourist Trophy war eine Veranstaltung für Profirennfahrer. Und der Manx Grand Prix, der ist jedes Jahr so Ende August, Anfang September. Das ist eine Veranstaltung für Amateure, für Hobbyrennfahrer. Was machte denn diese Maschine dann so erfolgreich? Ist sie besonders leicht? Was kann sie? Das Motorrad ist nicht nur besonders leicht, es wiegt vollgetankt mit über 20 Litern Kraftstoff, ungefähr nur 150 Kilo. Und sie ist so leicht, weil man zu einem großen Teil hier schon Elektron- und Magnesiumgussteile eingesetzt hat für die Bremsnaben, für das Motorgehäuse, das Getriebegehäuse. Und das Motorrad hat eine für die Ende der 30er Jahre wahnsinnig hohe Endleistung. Wie kommt denn jetzt so eine Maschine im völligen Originalzustand mit dem Lack von damals, mit allem wie es war, nahezu unversehrt zum PS-Speicher? Die war in England in einer Versteigerung. Und Leute, die im angloamerikanischen Sprachraum Rennmotorräder sammeln, für die ist DKW halt nicht ganz so ikonisch wie für uns hier im deutschen Sprachraum. Da hat es also gepasst und bei genau, und so kam das Motorrad zu uns. Das Richtige im Angebot. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte als die der Suzuki, bei der du stehst. Ja, hier ist es so, dieses Motorrad ist eigentlich von der Technik, wenn man den Stand der späten 70er Jahre sieht, fast schon alltäglich. Sie repräsentiert eigentlich den üblichen Stand damals japanischer, käuflicher Superbikes für Alltag, Spaß, Reise. Also ohne rennsportliche Ambitionen. Motorräder. 4 Zylinder, 2 oben die Nockenwellen und quer offenlaufender Kettenantrieb, quer eingebauter Motor, Fahrtwindkühlung. Das heißt, Kawasaki, Honda bauten ähnliche Motoren. Suzuki war erst Ende der 70er Jahre umgestiegen von einem reinen Zweitaktproduzenten auf Viertaktmotorräder, machte das Ganze sehr, sehr gut. Die Motorräder waren auf Anhieb mit dem Wettbewerb gleich oder sogar besser. Und war die Maschine denn dann jetzt so der Hit, was Leistung, Aerodynamik, Höchstgeschwindigkeit anging? Also die Katana wird, das ist mit ein Grund, warum ich sie mitgebracht habe, dieses Jahr 40 Jahre alt. Das Design ist schon recht zeitlos, es ist zumindest charakteristisch und typisch. Und ich finde die Katana eigentlich bemerkenswert, weil sie steht für etwas, das in den 80er Jahren ganz typisch für die Motorradszene war. Wir standen da am Beginn der Diversifizierung des Marktes. Das heißt, zuvor
hatten alle Motorräder ein sehr ähnliches Styling. Die hatten einen runden Scheinwerfer und die hatten einen Tank wie ein Brotleib, Speichenräder, Gussräder, eine gerade Sitzbank. Und auf einmal, Anfang der 80er, erleben wir Motorräder in ganz neuen Formen und Ausprägungen. Wir haben auf einmal Chopper, Softchopper. Wir haben Reise-Enduros. Wir haben echte Supersportler mit Aluminiumrahmen, Vollverkleidung, Stummellenkern. Wir haben designgetriebene Motorräder wie die Katana. Und der Motorradmarkt, wie wir ihn heute kennen, der entstand vor 40 Jahren, Anfang der 80er Jahre. Und deswegen ist es so toll, dass man Motorräder mit 40 Jahren Altersunterschied nebeneinander erleben kann. Also das sind Bausteine, die auch ganz klar zur Bremen Classic Motor Show dazugehören.